So, wir sind zurück bei einer weiteren Folge Dogs Legion und ich habe das Gefühl, wir nähern uns jetzt echt langsam dem Ende. Wir gehen jetzt mal zur Schnellreise ins Versteck. So. Und reden wahrscheinlich mit allen nochmal. Und dann kümmern wir uns um den letzten. Ne? Um den letzten. Weiß ich gar nicht. Ne, wir müssen ja noch Dings machen. Um den vorletzten. Aber wenigstens erstmal um Albion. Das steht fest. Albion confirms that the explosions seen in the skies over London were indeed an Albion drone project that was sabotaged by the DedSec insurgency. In an exclusive interview with GBB Radio 1, Albion founder and CEO Nigel Cass had this to say. Truth is, the supposed freedom fighters of DedSec have made London less free. That drone project was meant to replace Albion boots on the ground, let the city get back to normal, but now I can't in good conscience stand my people down. That's not how I lead. Cass went on to implore listeners to treat any suspected DedSec operatives as terrorists and to immediately report them to Albion. What a lying sack of shit. He's playing the victim now when he was ready to kill anyone brave enough to stand up to him. And it's working. Sorry, that was too cheerful. Sadly, it's working. Too sad? It's what he does. Scares the shit out of people, then swoops in and plays the hero. We've got to show them what he really is. So that's his weakness, his image. If we shatter that, he falls apart. We have some ideas for a solution. Bring it up, Bagley. This is Claire Waters, political dissident and podcaster, reported missing after teasing a salacious upcoming episode. Sadly, it never aired, so all we have is this. On the next episode of Buccaneer Radio, I'm chatting with someone from deep inside Nigel Cass's inner circle. He's promised me something that will expose Cass as the tyrant I know he is. This is gonna blow the roof right off White Tower. See you next week, pirates. Nigel would have spun that interview if it was spinnable. If he went after Waters for it, that tape's a smoking gun. We've got to have it. Claire was known to broadcast out of Freight 1. You should begin searching there. Claire Waters appears to be an equal opportunity muckslinger. Albion is her target of choice, but she's railed against tech genius Sky Larson, SIRS, and Plan Kelly. Opinionated, isn't she? She could do much more with DedSec supporting her. We could give her our facts for her to tell the public. She's been digging in Cass's shit for a while. If what she has isn't enough to squeeze his bollocks in a vice, then maybe she'll join you lot and help find something. Maybe. Ja, dann treten wir ihn mal auf, ne? Wir haben immer noch jemanden. Achso, sie hat immer noch Mission. Ja. Hi. I've got a proper contract for you. I don't think I need to tell you that the housing in London's gone mental. Thousands of people living on the street, while perfectly good houses doing nothing but providing cover to criminals, hiding their loot from taxes. Really? Shit. Do you have any evidence? Nothing that could put anyone behind bars. That's where you come in. Investigate some of these shell houses, expose the tax fraud, take the power back. You got this. Ich frage mich eigentlich, wie viele Missionen wir noch machen sollen. Ich muss mal, glaube ich, irgendwie entweder nächste Folge oder so muss ich mal irgendwie so ein Special machen, wo ich mich, keine Ahnung, Now send me her findings. It may be worth seeing if there's anything to her claims. The data Nout has compiled is rather damning. Billions of pounds worth of London real estate is owned by companies registered in known tax havens, often owned by organised crime and paid for with illicit funds. Nobody lives in these homes and the government looks the other way. Not only did this keep the market hyperinflated, but it also takes dirty crime money and turns it into clean homeowner money. And that is why none of you will ever be able to own property in London. That's obvious. Shut up now. Look at it this way. As long as you've got a device with internet access in your cardboard box, we could be flatmates. Anyway, if you want to play investigative journalist and do something, you can go to the pin I've put on your map. Thank you, Bagley. Thank you.
Ich glaube, wir müssen uns mal, was ich gerade sagen wollte, ich glaube, wir müssen uns mal da 3-4 Stunden oder so, das schneide ich dann irgendwie im Videoprogramm dann bei mir zusammen, irgendwie 3-4 Stunden ransetzen und versuchen all solche Missionen, und wenn es dann nicht hilft, dann müssen wir das halt, wir haben hier auch noch eine Mission, dann müssen wir halt irgendwie, keine Ahnung, hacken. Verbrennung 3. Grades. What's good, Chief? I'm sorry for not being there IRL, but there's no way I'm coming out of my hidey hole. But I'll keep an encrypted connection open to your safe house. I was having a chat with your mate, Richard Malik. Just a former SIRS agent and a former Albion drone talking shop. Anyway, he pointed me to this audio recording. You should give it a listen. Could be something big. Let's hear it. And when you got a moment, give Malik a smack across the chops for me, will you? Klar, kein Problem. What the hell do you mean there's no open investigation? Are you the police or not? We are. And I mean it exactly the way it sounds. My friend was a journalist. She was working on a story about SIRS kidnapping people off the street, and then she goes missing. You don't find that the slightest bit suspicious? Look, the decision not to investigate happened way, way over my pay grade. Do you understand? Way over. You're fucking in on it. Jesus Christ! I'm hanging up. And I'm recording this. The journalist mentioned in that call seems to have run afoul of SIRS. And seeing as they've taken 1984 less as a dire warning and more as an instruction book, she may be in trouble. She needs our help. Agreed. Let's do it. I've marked her last known location on your map. You should hurry, though. It was dated recently enough that SIRS might not have caught up with her yet. Was ich mich gerade frage, warum ist hier ein Napf? Hier sind keine Hunde drin. Gut, das ist ein Hund, aber... also... Ich frage mich ja nur, Leute. Ich frage mich ja nur. Ich sollte ihm eine knallen. Das würde ich gerne machen, aber es geht irgendwie nicht. Das Panel hier, oh, guck mal hier, das hier. Das ist ja auch super, also das ist ja UHD, ja wirklich. So, gut, wo machen wir denn als nächstes hin? Wie gesagt, nächste Folge oder so muss ich mal gucken, dass ich solche Missionen hier durch mache. Das sind ja alles Nebenmissionen und ich will halt das Spiel zu 100% erledigt haben, aber es kann auch nicht sein, dass hier der Algorithmus sagt, ja das und 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 das mir alles hinterher schmeißt. Muss halt nicht sein. Untersuche das verlassene Gebäude. Weil wir haben hier zum Beispiel, ne, ja, es ist alles ein bisschen schwierig. Muss ich mal gucken, wie ich die Schnitz mache. Muss ich mal gucken, ob ich über einen Arbeitstag über den Rechner laufen lasse. So, genau, hier rechts ist zum Beispiel nämlich wieder so ein Kasten. Ach, hier hinten in der Gasse. Hallo. Auftrag. Noch einer. Naja. Wie gesagt, das ist so, wenn es sich wiederholt und wenn ich dann mal irgendwie 4 Stunden oder so gezockt, die Folge wird dann auch locker 1 Stunde oder so lang gehen. Oder 2 Stunden. Das ist dann so. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Wir müssen da irgendwo hoch. Wir müssen da hinten hin. Erstmal würde ich gerne hier. Ja, fuck yourself, Motherfucker. Ich guck jetzt mal, ob es hier irgendwo einen Eingang gibt. Irgendwie. Hier. Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Nordwald. Ach so, Stil die markierte Drohne. Ach so, warte mal. Ja, okay, das ist einfach.
gibt es da wahrscheinlich schon wieder einen neuen Auftrag. Ja, siehst du, das ist so ein ewiges Hin und Her. Wenn das jetzt ewig so weitergeht, meine Fresse, die Klappe. Da müssen wir uns mal wirklich ransetzen und gucken, ob das wirklich so ist. Ja Leute, ich wollte jetzt die 400 Meter hier nicht laufen. 400 waren es ja nicht, es waren schon 150 oder so. Trotzdem. So, we need here a key. This is the right location. We have the duty to uphold them. Oh Gott! Possible hostile at your location. Received. Stand by for further developments. Geht auf einmal Schuss los. Control, I've lost the target. Located the CTOS hub. Rinder. Return to HQ. This is pointless. Look at that. Some interesting documents in the network logs. Seems this building was recently acquired by a shell company called Grantha Inc. And why is that interesting? Grantha Inc. is listed by Nout under the heading "Fucking hanging bad call that I'm not chuffed about, innit?" I'm paraphrasing slightly. Snap a photograph of the building so we have something to show Nout. Wieso soll ich jetzt das Foto das Gebäude fotografieren? Dann kann ich auch die waren jetzt so und so. Targets are in view. Snapped. Bagley, upload this to our channel. Consider it done. So, nice. Dann haben wir hier untersuche das Verschwinden der Journalisten. Hä, haben wir das nicht schon mal? Das sieht nämlich so aus. Ja genau, das ist... Warte, das ist hier, warte. Hier, warte mal. Das ist das Symbol hier. Das haben wir doch schon abgeschlossen. Das ist komisch. DedSec. Any updates on the empty houses? We heard you're investigating Grantha Inc. Yeah, that's right. From what I've found, Grantha is owned by Samuel Toussaint, upper-class twat of the Caribbean. I know that fucker. The kleptocrat down in Haiti. People are starving because of him. What's he doing now? Looting the National Treasury, for one. Problem is, nothing I've found directly links Toussaint to Grantha. So, I don't know, keep an eye out for suspiciously unoccupied buildings. You might find a lead that way. Thank you. This is where that journalist mysteriously vanished while she was looking into SIRS mysteriously vanishing people. We should go and investigate. I thought we might be able to get ahead of those Stasi wannabes at SIRS, but I'm seeing signs of a struggle. I've tagged a few pieces of evidence that I can analyze more closely if you get me some high-resolution stills. Tire tracks, left relatively recently. 24.9-inch diameter. Common size for a large chassis vehicle like a truck or a van. Failure to comply will result in extreme measures. Halt! Failure to comply will result in forceful intervention. Warning. Continuing unlawful activity will result in arrest. Halt! Failure to comply will result in forceful entering combat mode. Ich wollte im richtigen Moment erwischen.
ganzen Schießereien. Here comes the spider drop. Finde die leerstehenden Villen. Was? Was? So, erstmal muss ich hier eine Etage höher, ja? So. Oh. Ja. So, nice. Leute. Nach Villen Ausschau halten. Überhaupt eine Drohne in der Nähe? Da. Die leerstehenden Villen. Ja, und jetzt? Hier gibt es keine Villen, das ist ein Wohnblock. Das ist doch keine Villa. Das ist doch keine Villa. Erzähl mir doch nicht. Ich soll da Beweise fotografieren. Ja, geil, ich bin hier. Ja, ich bin hier live. Ich habe hier gerade einen Menschen erschossen. Geil, guck mal, hier sieht hier als Drohne, Alter. Bruder, ey, krass, Alter. Ich bin voll der Selfie-Mensch, ey. Okay, das ist doof. Nein, Rückseite. So. Das verstehe ich aber immer noch nicht. Ich verstehe es nicht. Hä? So, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel oder weiter weg oder... I don't understand this. Hey, jetzt kleines Schminkköfferchen, so weißt du, aber... Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe beim besten Willen nicht. Was soll denn der Scheiß jetzt da? Hier, wisst ihr, da ist wenigstens... Someone spray painted the security cameras. Da ist wenigstens noch Spray drüber, wisst ihr, aber... Und da sieht man dann noch wenigstens das Ziel in Sicht ist, aber hier... Gar nicht. A notepad file is open. Looks like a journalist's. I've added a transcript to your data drive. We know she was here at least. Thank you, Bagley. Was? Hier ist nur eine Pfütze, Alter.
Also manchmal Ubisoft. What now? Oh, calm down. Did you think I had you take all those photos for my invite feed? If you find the CTOS hub, I can cross-reference the stills you took with the security feed and isolate the moments before the journalist was taken. It may contain a clue. Right. Got it. Sag mal. Ups. Einfach weiterfahren, gar kein Problem. Hier? Ach, hier. Ah, okay. I understand. Found it. Here is the image just as the camera was blacked out. Notice the van in the background. The partial license plate number indicates this is a government vehicle. Ja, schön. Meine Güte. Dafür durfte ich jetzt... Interesting. This confirms the journalist was most likely abducted by SIRS. You know who might know where an SIRS operative would take a questionably legally detained journalist? Another SIRS operative. I've got Malik on the line. I don't trust him. Do you have to? I suppose I might have an agenda. Then again, I might just be bored. Get to the point. Look closely at the paint in the security still. It's not commercial. That's Kark paint. Chemical resistant. Military. Do you remember earlier when you saved me from Albion? Fuck you. Oh, come on, that was fun. Anyway, I didn't want the day to be a waste, so I installed a worm in their comms equipment that fed me, among other things, data on their supply requisitions. I just gave Bagley access to it. Looks like Albion just ordered a crate of Kark paint in that color to the Albion Internment Center. Pushing the location now. Ich habe gerade die Handbremse angezogen, ja? Man sieht's, ja? Also, ich muss es nicht verstehen. Ich drücke immer noch, ja? Also, ich muss nur lenken, aber ich bin immer noch drauf und also... Hört ihr das vibrieren? Ich hoffe. Naja, egal. Dann retten wir mal die verschwundene Journalistin. Aber vorher kümmere ich mich noch um den... This is the Albion Internment Center. That journalist who was investigating the SIRS illegal kidnapping program should be inside. Okay, wie kommen wir da hin? Okay, also rüber kommen wir schon mal nicht. Das heißt, es gibt nur den einen Eingang unter Dach. Warte mal, hier können wir vielleicht rüber. Ein bisschen schneller sind und... Ja, doch nicht. Okay, warte mal, machen wir nochmal. Nee, okay, kommen wir nicht durch. Schade. Aber wie kommen wir an die Technikpunkte hier? Das ist gerade die wichtigere Frage, weil die brauchen wir ja. Hier kommen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob die da drüber sind, keine Ahnung. Psst. Wir sind nicht da. Ha!
Bist du die verschwundene Journalistin? Nee. Da ist die verschwundene Journalistin. Okay, die Frage ist jetzt auch, wie kommen wir hier rein? Investigating disturbance. Hostile target. Employing combat measures. There's no winning, mate. Ach, die hängt fest. Ja, ich verstehe. Okay, da können wir jetzt so schießen. Trotzdem können wir irgendwie um die Ecke schießen. Das sind doch keine Querschläger oder so, ne? Also. Ich kann mir gar nicht erklären, was da los ist. Okay, wo ist unser Spider-Bot? Den haben sie auch gekickt, oder was? Okay, einmal hier rüber. Tja, also da hat die Technik auch verrückt gespielt, ne? Also. So, ich hoffe, wir können jetzt die noch in dieser Folge hier befreien. Eyes open, weapons ready. Oh Gott. Let's find them. Straight away. Put out an all-ports warning. Die Lichtschächte sind schon mal laufen. Ich werde die jetzt trotzdem alle befreien, ne? Also. No problem. Thank No. God you're here. You're amazing.
I'm sorry. Kann nicht riskieren, dass du jetzt die Gefangenen erschießt. Gerade haben sie ihre Freiheit bekommen. Kann ich nicht riskieren. Komm, ich will dich befreien. Jetzt verpiss dich. Ja, ich weiß. Die denken sich auch so, hä, Albion befreit uns jetzt? Hä? Weil wir ja halt hier mit Albion Begleiter so gesehen sind. Ne? Aber in einer eigenen Zelle mit Handschellen? No problem. Get her out. Ja. Habe ich jetzt alle? Ich glaube ja. Not a problem. Every time again. So, oh Gott. Looks like you avoided them. Ja, naja, also, ja, nicht wirklich, ne? Gut. Sag mal, was du so sagen hast. Thanks for saving my life and everything, but we need to keep this short. I need to get the fuck out of the country, like, now. Well, I'm with DedSec. How can we help? All right, maybe you'll have more luck than me. See, Sir's found a legal loophole that lets them pick you up for anything. If your barber's banker opened an account for one of the tone bombers, then they can arrest you. No warrant. And the Snoopers Charter makes it legal. How could they do that? Ever since London got on CTOS, Sirs has full access to every email, every phone call, every CCTV stream, everything. When you give over that much information to the government, the question isn't how could they do it, it's how could they not? Shit. All right. Well, I'm sending you an address. Someone will meet you and provide you with a clean passport. Good luck. Jo. So, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon für diese, Once the journalist makes it to safety, I'll make DedSec resources available to her so she can finish her story. Good idea, Bagley. Facial recognition is fundamental to everyone's security. The new person intentionally masked already was obscuring their approach from detection. Persons are advised to be vigilant. So. Ja, dann verabschiede ich mich für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen und die nächsten entweder 2 oder mal gucken, wie viele Folgen, ich sage auf jeden Fall vorher an, sind auf jeden Fall hier die ganzen Nebenmissionen, die jetzt noch offen sind. Also wenn ihr die nicht sehen wollt, überspringt einfach ein paar Folgen. Ich weiß nicht, welche Folge das jetzt hier ist. Ich glaube die 8. oder 49. oder vielleicht auch schon 50. Ich weiß das nicht genau. Und dann wird es einfach 50.2 oder 50.3, bis es dann richtig mit der Hauptstory und so weitergeht. Oder mit relevanten Nebenquests. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dogs Legion. Bis dahin, tschüss. You wanker. Na, das war der falsche Knopf.